Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind in den Alpen, wollte ich gerade sagen. Wir sind hier in Bayern unterwegs und besuchen jetzt die Burgruine Eisenberg. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann würde ich sagen, lehn dich zurück, entspann dich und genieß dieses Video. Prinzipiell würde ich sagen, das ist schon gar nicht mal so ein leichter Anstieg. Oder? Was sagt Ihre Lunge? Leo ist auch in Bestform. Es sieht aus wie Adonis, nur in eingequetscht. So ist das, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber dahinter sind auf jeden Fall noch diese tollen Berge. Wart ihr eigentlich schon mal hier auf dieser Burg? Schreibt das auch gerne mal rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ach so, und bevor ich es vergesse, hier wird natürlich auch wieder was versteckt. Also vielleicht ein kleines Schwertchen oder aber, wenn die Lücken es zulassen, ein etwas größeres Objekt. Und zwar solch ein Ritterkopf. Ihr habt die Chance, das dann hier auf dieser Burgruine zu finden. Oder in dieser Burgruine zu finden. Und seid aber bitte so fair und schreibt mir eine kurze Nachricht bei Instagram, dass ich auch weiß, dass es weg ist, damit ich einen Kommentar verfassen kann, damit man sich nicht mehr blöde suchen muss. Ja, dementsprechend würde ich sagen, viel Spaß beim Suchen und weiter geht's. Und jetzt sind wir auch schon da. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt da reingehen und mit der Burgensafari anfangen, erzähle ich euch erstmal die Geschichte, die eigentlich hinter dieser Burg steckt. Burg Eisenberg. Stellt euch vor, wir reisen zurück ins Jahr 1315. Die beeindruckende Silhouette der Burg Eisenberg ragt vor uns auf. Damals eine mächtige Burg, die von den Edelfreien von Hoheneck erbaut wurde. Warum? Weil sie vor der Macht der Tiroler Grafen fliehen mussten, die ihre Burgen Loch und Vilseck eingenommen hatten. Eisenberg war ihre Antwort, ein Symbol des Widerstands im Herzen des Allgäus. Schon 1340 tauchte die Burg in den Urkunden auf, doch ihr Schicksal änderte sich schnell. 1382 mussten die Hohenegger ihre stolze Burg verkaufen, an niemanden geringeren als Herzog Leopold III. Von Habsburg. Aber Eisenberg blieb nicht lange unter direkter habsburgischer Kontrolle. Schon bald wurde die Burg an Friedrich von Freiberg, den Schwiegersohn des letzten Hoheneggers, verliehen. Die Geschichte der Burg ist turbulent. Im Bauernkrieg 1525 wurde sie beschädigt, doch die Freiberger hielten an ihrem Erbe fest und erhielten später sogar eine Entschädigung. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden die Mauern verstärkt, neue Befestigungen hinzugefügt, ein Monument, das zeigen sollte, wir sind bereit für jede Bedrohung. Doch der Dreißigjährige Krieg brachte die Katastrophe. 1646, inmitten der Schrecken des Krieges, entschied die Tiroler Regierung, Eisenberg und die benachbarten Burgen Hohenfreiberg und Falkenstein zu opfern. Die Festungen wurden aufgegeben und niedergebrannt, um den Schweden nicht intakt in die Hände zu fallen. Ironischerweise änderten die Schweden kurz darauf ihre Marschrichtung. Die Zerstörung war also umsonst. Seitdem thront die Burg als Ruine über dem Allgäu, ein Mahnmal vergangener Zeiten. Doch die Geschichte endet nicht in der Vergangenheit. 1980 kaufte die Gemeinde Eisenberg die Ruine. Seitdem haben sich engagierte Menschen dafür eingesetzt, die Burg zu sichern und zu bewahren. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und wir befinden uns jetzt auch direkt schon in dem Bereich des ehemaligen Tores. Hier wurde in der Geschichte mal ein Balken versenkt, der dann im Laufe der Geschichte auch als
altmodisches Türschloss fungierte, quasi wie so ein Vorhängeschloss, nur in ganz alt. Das zog man dann da raus und das konnte man dann hier wieder einhaken. Das heißt, auf der anderen Seite gab es genauso ein Loch, da setzt man den Balken dann ein und damit konnte dann das Tor nicht mehr geöffnet werden. Wenn wir jetzt weitergehen, haben wir jetzt gleich auf der linken Seite, kommt als erstes so ein Flankierungsturm. Erinnert auch sehr stark an diese typischen Halbschalentürme, die wir auch schon gesehen haben. Weil dieser Bereich hier vermutlich mit als Zwingerbereich genutzt wurde. Ja, hier sieht man ganz schön, dass dieser Flankierungsturm halt ringsherum auch diese Schießscharten hatte. Das heißt, man konnte in alle Himmelsrichtungen wirken. Der Unterschied zu einem typischen Zwingerturm ist allerdings, dass man hier ganz gut sieht, dass dieser Turm irgendwann in der Geschichte mal geschlossen war. Bei Zwingertürmen war es immer so gewesen, dass das zwar Halbschalentürme gewesen sind, so wie dieser jetzt auch hier, nur dass der Bereich dann halt offen war, sodass mögliche Feinde, wenn sie in diesem Bereich hier gewesen sind, so wie ich es jetzt gerade bin, außer dass ich kein Feind bin, denn hier jetzt auch keine Deckung suchen konnten. Denn wenn man jetzt von da oben aus wirken wollte und der Feind sich hier aber verschanzt hatte, ja, dann konnte man lange wirken, denn solange diese Mauer hier nicht nachgab, passierte da auch nichts. Deswegen sind Zwingertürme immer hintenrum offen. Das hier geradeaus durch ist jetzt gerade der Auslugturm, also vermutlich sowas wie ein Wachturm, der sich hier befunden hat. Ansonsten würde der Begriff Auslugturm ja auch keinen Sinn machen. Dass man von hier aus in die Ferne sehen konnte, und gleichzeitig aber auch wirken konnte. Das macht natürlich Sinn. Ringsherum in der äußeren Ringmauer jetzt auch gut zu sehen, hier überall noch diese ganzen Scharten, die sich hier befinden. Ja, und hier hinter mir direkt so eine Art Ausfallpforte. Dass das quasi nochmal so ein Bereich war, das hatten wir bei der Weidelsburg ja auch so ähnlich gesehen, dass man durch solche Ausfallpforten, denn wenn die Haupttore belagert wurden, oder jetzt hier das Haupttor, dass man hier immer noch eine Möglichkeit hatte, in einem anderen Bereich die Burg zu verlassen und man sich hier dann neu formieren konnte in diesem Bereich und dann von hinten rum quasi nochmal einen Anlauf wagen kann, um die Feinde dann quasi zu vertreiben. Das wäre eine mögliche Erklärung, was das jetzt hier gewesen ist. Was ich aber allerdings vermisse, sind hier ebenfalls diese Balkenlöcher, dass man hier dieses Miniaturtor dann auch hätte schließen können. Fakt ist auf jeden Fall, hier gibt es einen kleinen Weg, der hier hochführt. Ich denke mal, in der Geschichte war das hier auch keine Fenster gewesen. Das wäre viel zu riskant gewesen, dass man dann einfach hier drüber in die Burg kam. Also ich glaube tatsächlich, dass das hier sowas wie eine Ausfallpforte gewesen ist. Vielleicht war das aber auch so eine Art Eselweg, weil damals hatte man das ja auch so gehabt. Ja, okay, das macht keinen Sinn. Aber ich kann es trotzdem fertig erzählen. Genau, wenn man jetzt eine Burg gebaut hatte, war es ja immens wichtig, dass man Trinkwasserquellen in der Nähe hatte. Und so war es eigentlich im Normalbetrieb so, dass man regulär das Wasser quasi von außen bezogen hatte. Das heißt, man hatte immer nur irgendwie eine Wasserquelle von außen gesucht. Wenn man diese dann gefunden hat, hatte man meistens so Esel genommen, Fuhrwerk und hatte dann das Wasser in Behältnissen quasi auf die Burg verbracht. Man hatte natürlich trotzdem geguckt, dass man im Notfall entweder eine Zisterne hatte, also über diese ganzen Dächer auch das Regenwasser dann gesammelt hat, oder dann im besten Falle sogar noch einen Brunnen oder noch besser alle drei Sachen zusammen. Also erstmal diese ganzen Tiere, mit denen man dann das Wasser von A nach B verbracht hat, dann eine Zisterne, um das Regenwasser aufzusammeln und dann noch weiterhin einen Brunnen, um quasi nochmal höchste Sicherheit zu haben. Also wir haben es jetzt auch in der Vergangenheit immer gesehen, dass man öfters in der Vorburg entweder einen Brunnen hatte oder eine Zisterne und dann halt nochmal in der Kernburg ebenfalls noch eine Wasserquelle. Das heißt, wenn die eine Sache besetzt wurde, wie jetzt hier zum Beispiel die Vorburg, dann hatte man dann in der Regel immer noch eine Trinkwasserquelle. Ja, aber was man sich natürlich so fragt ist,
Wenn man jetzt das Regenwasser aufgesammelt hatte, dann war es ja so, dass die Trinkwasserqualität eigentlich in schlechterer Qualität gewesen ist, weil sich ja diese ganzen Partikel und sowas alles damit gesammelt haben. Ja, dafür gibt es dann extra Filterwasserzisternen und ja, haben wir, glaube ich, auch schon eine gesehen. Das war auf der, wenn ich mich recht erinnere, auf der Mühlburg. Nee, Burg Gleichen war das, glaube ich. Da haben wir auch so eine größere Kammer gefunden. Und das schien mir auch so, als ob das eine Filterzisterne gewesen sein könnte. Also sprich, das Wasser, was von den Dächern gesammelt wird, wird erstmal durch Kiesschichten, also wie so ein Kiesfilter, gefiltert und kommt danach erst in den eigentlichen Behälter, wo sich das Regenwasser dann halt sammeln sollte. Dadurch hat man schon mal diese ganzen Verunreinigungen raus. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn das Wasser aber jetzt da Wochen, Tage, wie auch immer dann drin stand, dann bilden sich ja auch Mikroorganismen und ja, das war auch so. Und man hatte jetzt noch keine Pumpe gehabt, dass das Wasser immer in Bewegung war. Und dementsprechend hoffte man natürlich, dass durch die Entnahme und wieder Befüllen da genug Bewegung drin ist, um halt die Mikroorganismen so ein bisschen auszudünnen. Aber ich glaube, ein Restrisiko war immer und ich glaube auch, dass da ziemlich viele Leute tatsächlich auch Magenprobleme hatten. Wo ich jetzt gerade hier die Sachen sehe, kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr gerne mal bei dem Bogenmuseum vorbeischaut. Wir waren da schon einmal drin und haben uns da einmal umgesehen. Wie es da genau aussieht, das seht ihr jetzt. Bevor du Burg Eisenberg oder Burg Hohenfreiberg besuchst, solltest du mal einen Blick in das Bogenmuseum werfen. Es bietet euch als Besuchern eine spannende Reise in die Geschichte der beiden Burgen. In 5 Themenräumen werden archäologische Funde und Inszenierungen präsentiert, die den Bau, das Leben auf der Burg und deren Niedergang beleuchtet. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Burgenkino, das eine virtuelle Zeitreise ermöglicht. Und gerade auch für die Kleinen kann das vielleicht ganz interessant sein. Das Museum verbindet historische Tiefe mit modernen Ansätzen. Kinderstationen sorgen dafür, dass auch junge Besucher spielerisch lernen können. Seit der Neugestaltung im Jahr 2017 begeistert das Museum mit einem innovativen museumspädagogischen Konzept und interaktiven Elementen. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der sich für mittelalterliche Burgen und ihre faszinierende Geschichte interessiert. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zurück in die Burgruine. Ja, wie ich finde, ein wunderschönes Museum. Man hat da ganz viel Herzblut reingesteckt. Auch die Erklärungen, die sind 1A. Und ich würde einfach mal sagen, wenn ihr hier schon mal in der Nähe seid und die Burgruine Eisenberg einmal besuchen möchtet, dann schaut gerne auch in dem Museum vielleicht vorher vorbei. Denn dann kriegt ihr die ganzen Erklärungen hier vor Ort besser zusammen. Hier drüben jetzt nochmal ein Flankierungsturm, der sich da befindet, aber auch mit angehängtem Gebäude noch. Zu dem Gebäude wird jetzt auf diesem Lageplan hier nichts weiter erklärt. Ja, hier steht jetzt, okay, das ist ein Flankierungsturm. Allerdings, ja, mit diesem Gebäude, was hier noch dran war, das wird vermutlich auch mal irgendwann in der Geschichte einen Nutzen gehabt haben. So gehe ich davon aus, da es sich in der Vorburg befindet, war das hier sicherlich dann auch irgendwie mal ein Gebäude, welches irgendwie genutzt wurde, um irgendwelche Sachen vielleicht herzustellen oder zu lagern, oder vielleicht waren das auch Stallungen, aber Stallungen gleichzeitig mit so einem Flankierungstürmchen wäre mir auch neu, aber kann ja alles sein, ne? Dementsprechend wird das hier wahrscheinlich dann auch mal alles einen Nutzen gehabt haben. Wir können ja einmal ganz kurz gucken. Hier musste das Ganze dann irgendwie mal weitergegangen sein. Hier ist diese Mauer dann abgebrochen. Das heißt, hier ging das dann weiter und schloss dann vermutlich da an dieser Seite dann auch den Kreis, sodass das Gebäude hier einmal komplettiert wurde. Ist für mich natürlich auch wieder so ein bisschen interessant, weil wenn wir jetzt hier auch gleichzeitig im Zwingerbereich drin sind, der sich dann auf der anderen Seite befindet, dann war es ja auch hier in der Geschichte möglich gewesen quasi, dass sich hier in diesem Gebäude direkt auch Feinde verschanzen konnten, sich hier quasi neu orientieren konnten und dann nochmal einen Versuch gewagt haben, die Kernburg quasi anzugreifen. Schön zu sehen ist hier, dass das hier eine Mantelmauerburg ist. Mantelmauerburg oder Mantelmauerburgen gibt es jetzt nicht so viele, vielleicht ein Dutzend. Unterschied dazu ist einmal die Umrandung dieser Burg, also dass die Burg quasi wie so ein Mantel getragen hat. Man kennt ja die sogenannten Schildmauern, die sich meistens in dem vorderen Bereich befunden haben, da wo auch mögliche Feinde dann sich näherten. Hier war es allerdings so, dass sich einmal diese Schildmauer einmal um die gesamte Burg befunden hat und im Inneren
haben sich dann diese ganzen Gebäude befunden. Was es auf jeden Fall hier auch gegeben hat, sind einige Abbauschächte und da werde ich mit euch als nächstes hingehen. Jetzt sind wir hier in der Kernburg drin, sind allerdings auch noch in einem Zwischenbereich. Das heißt, hier hat man jetzt zum einen die Mantelmauer und hier hat man jetzt noch eine zweite Mauer. Dementsprechend ist das jetzt hier in der Mitte der sogenannte Zwingerbereich. Was jetzt hier auffällt, ist definitiv der Bereich hier. Hier war es so gewesen, dass sich hier irgendwann mal ein Abbauerker befunden hat. Und dieser Schacht hier, der hat sich dann irgendwann gebildet, als man für Reinlichkeit sorgen wollte. Dementsprechend hat man hier im Laufe der Geschichte dafür gesorgt, dass nicht der Zwingerbereich quasi im wahrsten Sinne des Wortes vollgeschissen wird und hat dann hier einen Schacht drum gebaut. Dementsprechend konnte man jetzt von hier dafür sorgen, dass man das Ganze dann irgendwie auskehren konnte. Also sprich, wenn hier der Unrat sich auftürmte, konnte man hier durch eine Revisionsöffnung, die sich hier befunden hat, konnte man hier die Verstopfung dann quasi beseitigen, weil irgendwann war ja auch mal Ende. Und hier sieht man, dass das Ganze noch ein bisschen weitergeht. Jetzt mag der ein oder andere sich natürlich denken, okay, Moment mal, das war bestimmt hier so ein Fluchtschacht. Dadurch konnte man hier schnellstmöglich flüchten, wenn die Bedrohung denn so hoch war. Konnte man machen, ja, aber dann war man in aller Regel komplett vollgeschmiert mit Unrat. Und das wollte man nicht. Nein, das war einfach nur so gebildet. Also man hat hier einen Schacht gebaut. Hier ist der ganze Unrat quasi rausgeflossen, unter dem Zwingerbereich durch. Und dann quasi hier im äußeren Bereich der Burg ist das Ganze dann gelandet. Also man war damals schon bedacht auf Hygiene, Reinlichkeit. Und man wollte ja auch nicht direkt im Haupttorbereich, wenn man hier in die Kernburg kam, hier unbedingt den Fäkalgeruch haben. Dementsprechend hatte man dann hier geschaut, dass man das irgendwie anders lösen konnte. Und ich finde, damit haben sie natürlich eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das auch so hinzubekommen. Jetzt ist es aber so, dass es hier nicht nur einen Abbauerker gegeben hat, sondern es gab hier mehrere. Es gab hier auch nicht nur ein Palas, sondern es gab hier auch mehrere. Das werden wir uns jetzt gleich ebenfalls nochmal angucken. Dementsprechend haben wir auf der anderen Seite noch mehr Abbauerker und noch mehr Schächte. Die sind noch anders aufgebaut. Das gucken wir uns jetzt mal an. Genau das wollte ich euch zeigen, und zwar ist das hier ebenfalls ein Abtritt, ein Abbauerker oder beziehungsweise mehrere Abbauerker, die sich hier befunden hat. Das sind ja auch zwei Schächte. Das heißt, dass der Unrat durch diesen Schacht hier, ich weiß nicht, ob man da was sehen kann, ja, kann man, glaube ich, ganz gut. Dadurch ist der Unrat dann quasi gefallen, ist dann hier unten gelandet, ist dann hier durch, unter den Zwingerbereich durch und dann einmal außerhalb der Burg gelandet. Wie gesagt, das hatte man sich damals ganz gut überlegt, hier irgendwie für Hygiene zu sorgen, und hatte sich dann das hier konstruiert. Wie ich finde, eine super Lösung, genauso wie hier. Hier sieht man es ganz gut mit diesen Revisionsöffnungen, dass man hier dann das Ganze offen hatte, hier dann einmal den ganzen Unrat quasi beseitigen konnte, sodass eine mögliche Verstopfung dann auch beseitigt war, ne? Weiter auf der linken Seite, da ist auf jeden Fall eine Artilleriebastion, die sich da noch befindet, die im Laufe der Geschichte dann erst dorthin gekommen ist. Wenn ich das jetzt richtig sehe, war da auch mal ein Tor drin gewesen, wodurch man dann quasi auch unterhalb dieser Bastion laufen konnte. Also diese Burg hier wurde irgendwann auch modernisiert, das heißt, es gab neue Waffen, man musste halt gucken, dass man immer up-to-date bleibt, und dementsprechend musste man natürlich auch die Verteidigungsmöglichkeiten aktualisieren, ne? Der Bereich, in dem ich mich jetzt hier befinde, der wird als altes Burgtor bezeichnet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ursprüngliche Zuweg durch das Haupttor, wo wir jetzt gerade eben durchgekommen sind,
Einmal außenrum durch diesen Zwingerbereich, dann hier in diesem Bereich und dann kam man hier vielleicht erst in die eigentliche Kernburg. Dadurch hatte man natürlich viel mehr Zwingerbereich und dadurch auch eine erhöhte Möglichkeit, Feinde abzuwehren, was dann vermutlich aber irgendwann zu umständlich gewesen ist, weil man ja auch diese Bereiche der Abbauerker da hingebaut hat. Das heißt, es war dann auch uneben, hatte dann auch erhöhte Bereiche und dementsprechend kam man da auch nicht mehr unbedingt mit irgendwie Fuhrwerk oder sowas da durch. Ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Bereich, in dem ich mich jetzt hier befinde, auch dann irgendwann mal zugemauert wurde. Wenn ihr helfen möchtet, dann könnt ihr gerne hier mal helfen. Und zwar befindet sich hier hinter normalerweise eine Aussichtsplattform. Hier wurde die Aussichtsplattform wieder entfernt, weil die Tragfähigkeit der Holzbalken nicht mehr so gegeben war. Wenn ihr da unterstützen möchtet, könnt ihr gerne hier mal Geld überweisen und dadurch gibt es dann hier auch wieder eine neue Aussichtsplattform. Diese ganz vielen kleinen Formationen, die hier sind, das hier ist erstmal die Artilleriebastion, die sich hier befindet. Und man sieht ganz schön, dass man sich hier auch Gedanken gemacht hat, wie man das Ganze denn befestigen könnte. Wenn man jetzt hier einen einzigen großen Hohlraum gehabt hätte, dann bräuchte man quasi auch nur diese eine Mauer da hinten am Eck zu zerstören. Und dann könnte man hier auch schon irgendwie durchgehen, beziehungsweise ja, man hätte die Burg auf jeden Fall schon geschwächt. Dadurch, dass man jetzt aber hier diese ganzen Aussparungen reingebaut hat, war es nicht nur eine Mauer, die man hier durchdringen musste, sondern ganz, ganz viele verschiedene. Dadurch hatte man hier eine erhöhte Stabilität und es hat halt eben länger gedauert, hier eine mögliche Beschädigung zuzuführen. Ja, also nicht wundern, ich habe euch jetzt gerade hier durch das Holz gesteckt, deswegen sieht das so aus, als ob ich hier irgendwie festklemmen würde. Gut, sie ist mittlerweile auch wieder da. Hallo. Sie hat ihren Drohnenflug schon beendet. Nummer 1 von 4. Ja, geschafft. Das heißt mit dem Ersatzprodukt, was jetzt leihweise da ist, haben wir diese Drohnenaufnahme schon geschafft. Gut, dementsprechend gehen wir jetzt hier aber auch weiter. Hier ist auch noch eine kleine, auch ein bisschen eng, muss ich sagen. Also jetzt hier mit Pferd oder sowas war das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, das hier könnte auch schon ein Schacht gewesen sein für dieses Schachthaus, was aber hier jetzt im Gänze nicht mehr so ganz erhalten ist, sondern nur hier so ein kleiner Rest. Macht aber von der Form her Sinn, wenn da oben vielleicht ein Abtritt gewesen ist, dass man hier dann seine Würste quasi verlieren konnte und hier dann auch so ein Schacht, der nach außen ging und hier in den Außenbereich führte. Das macht natürlich Sinn und ich glaube, genauso war es auch gewesen. Oben hier befindet sich dann der nächste Schacht und da oben, da sieht man auch das ehemalige Schachthaus, welches sich da befunden hat. Denn hier selbes Spiel, hier kam das Ganze dann runter. Vermutlich war dann hier auch wieder ein Kanal, der dann nach außen führte und sich das ganze Zeug dann hier angesammelt hat. Jetzt ist allerdings von dem Kanal hier nichts mehr zu sehen. Zwingerbereich lassen wir hinter uns. Hier, wie gesagt, das erste Tor. Hier muss noch ein zweites Tor drin gewesen sein. Ebenfalls hier mit der Möglichkeit, dass man hier einen Balken von links nach rechts ziehen konnte, um dann diesen Bereich hier zu sichern. Wenn man den dann passiert hat, ist man hier dann in der letztendlichen Kernburg drin, also innerhalb dieser Mantelmauer. Auf der linken Seite befindet sich jetzt hier ein Backhaus-Badehaus. Da haben wir auch die Erklärung. Hier unten befindet sich das Backhaus. Also ist das hier alles schon richtig, ne? Also das hier wird ein Backofen gewesen sein, genauso wie hier. Das hier war auch nochmal irgendwie so eine Feuerstelle gewesen, wo man irgendwie was hätte machen können. Hier in diesem Bereich sieht mir auch so aus, als ob das hier so eine größere Feuerstelle gewesen ist. Und dann hätte man vermutlich hier dann auch im oberen Geschoss das Badehaus, also das Wasser erhitzen können, mithilfe der sich hier im unteren Bereich befindenden Feuerstelle. Vielleicht würdet ihr mir jetzt helfen und könntet in die Kommentare schreiben, ob mein Fantasieprogramm da oben richtig ist. Also ich könnte mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wäre nur wissenswert, ob das wirklich so gewesen ist.
Ja, hier sieht man auch noch, dass das hier so ein bisschen halb rund hier so zuläuft. Also vermutlich war das hier mal so eine Art Gewölbe, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Hier wie so ein Tonnengewölbe, da drüben dann her Anschluss gefunden hat und darüber dann die Etage anfing. Also unmittelbar ungefähr in dieser Größenkonstellation irgendwo war dann auch diese Etage zu Ende. Ja. Ach, guck mal, und hier ist die ehemalige Treppe zu der Badestube. Ich gehe ins Badehaus. Doch nicht. Was hier besonders ist, ist, dass es hier einige Palasbauten gegeben hat. Also es gab hier nicht nur einen Palas, einen großen zusammenhängenden, sondern hier gab es mehrere Bereiche, die ja, einzeln aufgebaut waren. Zum Beispiel haben wir hier in diesem Bereich, das hier ist ein Palasbau, das hier ist auch alles Palasbau. Und ganz hinten im Eck, hinten rechts, da haben wir noch einen Kapellenbau. Das hier ist ein ehemaliger Treppenturm, der sich hier befindet. Wodurch man dann hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit denn auch die einzelnen Etagen begehen konnte. Man sieht auch ganz schön, da oben ist auch noch ein Fenster. Also wird da wohl auch doch das letzte Stockwerk gewesen sein. Wie gesagt, die Mantelmauer an und für sich war nie begehbar. Also war das hier alles Wohnbau, ne? Also beziehungsweise Wohnbau. Das hier war alles Gebäudekomplex, was sich dann hier befunden hat. Und über diesen Treppenturm kam man dann in die einzelnen Etagen, so wie es halt heute auch ist. Oder man benutzt einen Aufzug oder eine Rolltreppe. Damals gab es keine Rolltreppe. Am Anfang war es auch gar nicht so gewesen, dass die Mantelmauer so hoch gewesen ist, sondern sie war am Anfang ein bisschen niedriger. Und später wurde das Ganze dann auch aufgemauert, weil neue Waffenkonstruktionen, dementsprechend musste man dann auch gucken, dass man sich da auch besser verteidigen konnte. Und dementsprechend ist dann auch oben das ganze Stück noch mit aufgemauert worden. Diese Aussparungen waren mal für Kerzen oder für eine Lichtquelle, die man hier einstellen konnte. Dass man dann hier auch bei Dunkelheit Dinge machen konnte in diesem Gewölbeteil. Und dann konnte man hier wieder hochgehen. Sieht mir auch wieder so aus, als ob das hier wie so eine Gewölbedecke mal gewesen ist. Da drüben sieht man auch noch so ein bisschen Anklang. Was ich spannend finde, sind auf jeden Fall hier diese Säulen, die es hier gibt. Diese hier, die hatten wir auch schon in anderen Burgen mal gesehen gehabt. Und die waren dann vermutlich mal dafür da, um die halbrund zulaufende Decke hier irgendwie zu tragen. Das hier war so eine Art Fenster, oder das war eine Fenster. Hier hat man auch eine Fenster. Und das hier war dann ein separater Trakt, der aber keinen Zugang zu irgendwas hatte.
umständlich, dass man dann erst wieder in den Innenhof musste, um dann rauszugehen, um irgendwo anders hinzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass es hier vielleicht mal eine Treppe irgendwo gegeben haben könnte. Aber mir fehlen hier auch die Balkenlöcher in der Wand. Ist das vielleicht die mögliche Erklärung, um dann in die anderen Wohnbauten reinzukommen? Das heißt, man musste tatsächlich aus diesem Lagerraum da rauskommen, musste dann hier reingehen, um hier dann die Treppe zu benutzen, um dann wieder nach oben zu gehen. Das muss ja im Winter, muss das äußerst unangenehm gewesen sein oder bei hier Schmuddelwetter, weil das hier ist ja nicht alles überdacht. Ja, vielleicht hat man hier so einen überdachten Vorbereich gehabt, dass man dann doch trockenen Fußes hier wenigstens in dieses Treppenhaus hier reinkam. Und von hier aus konnte man dann in die Wohnräumlichkeiten wandern. Ansonsten war das auf jeden Fall sehr unangenehm. Ja, dieser Bereich hier ist ähnlich aufgebaut. Auch im Erdgeschoss hier jetzt Mannschaftsraum gewesen. Und oben drüber dann die eigentlichen Wohnbauten. Hier sieht man auch wieder schön, dass das hier alles so halbrund zulief und diese Säulen, die hier standen, denn diese Decke mal getragen haben. So, und entweder habe ich jetzt was im Auge oder aber hier könnte mal eine ehemalige Tür gewesen sein. Deswegen auch hier diese links und rechts diese dickeren Balken. Hier war mal eine Tür, die aber im Laufe der Geschichte irgendwann zugemauert wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier richtig zeige. Mein Display ist so dunkel, aber ich hoffe, ihr seht das. Und hier, das hier war mal ein größerer Torbogen, der dann auch Richtung altes Torhaus quasi verlief. Da unten war ja dann das alte Torhaus. Und hier fing vermutlich mal der alte Torbogen an, der sich hier befunden hat. Und im späteren Verlauf hatte man dann das Ganze aufgemauert, beziehungsweise zugemauert, alles enger gemacht, damit die Wohnräumlichkeiten hier quasi Platz gefunden haben. Ja, vielleicht war dann hier mal ein alter Durchgang, dass man da auch in diesen Bereich reinkam. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Zufall, dass es so aussieht, wie es aussieht. Hier sieht man es auch ganz schön, dass hier der Altar irgendwann mal stand. Hier in dieser Nische. Hier auf jeden Fall mal eine Kerze drin gewesen. Dass man hier vielleicht auch bei Nacht beten konnte. Hier kam dann bei Tageslicht schön Licht durch. Und hier drüber vielleicht mal eine größere Fenster gewesen. Auf der gegenüberliegenden Seite hat man jetzt hier auch wieder einen Bereich eines Gewölbes. Hier steht's, wir sind immer noch in einem Wohntrakt und im Erdgeschoss sind 2 Lagerräume. Sieht so aus, als ob das hier mal ein Tonnengewölbe gewesen ist. Hier über mir sieht man es noch besser, dass das hier wohl ursprünglich komplett überdacht gewesen ist. Ansonsten macht das natürlich keinen Sinn. Cabrio-Lagerräume gab es noch nicht. Und auf der anderen Seite sieht es nochmal ähnlich aus. Hier sieht man auch schön, dass da so ein Tonnengewölbe gewesen ist. Und hier in der Mitte war das Ganze dann abgeteilt. Vielleicht war es aber auch so in dem anderen Bereich genauso gewesen, was wir jetzt gerade gesehen haben, dass da in der Mitte auch mal eine Mauer stand und man da separate Lagerräume gehabt hat. Hier der Treppenaufstieg dann Richtung Wohntrakt. Konnte man hier hoch, konnte man dann bestimmt hier oberhalb der Mauer, konnte man dann auch noch mal höher gehen. Hier war bestimmt irgendwo ein Holzbau gewesen, um dann die Wohnräumlichkeiten auch besuchen zu können. Aber schaut euch jetzt mal hier noch mal dieses Gewölbe an, so wie das jetzt hier aufgebaut ist.
Und ich zauber mal ganz kurz. Den Bereich meine ich jetzt hier. Hier hat man jetzt ein Tonnengewölbeteil und auf der anderen Seite ebenfalls. Und hier kann ich mir ganz gut vorstellen, dass hier in der Mitte vielleicht mal eine Mauer gestanden hat. Warum wahrscheinlich? Weil es halt jetzt nicht mehr steht und ich nur mutmaßen kann. Aber da wir das jetzt bei dem einen so gesehen haben, macht das doch Sinn, dass es auf dem anderen genauso gewesen ist. Guti. So, ihr seht es im Hintergrund. Wir verlassen die Burg und ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Ja, lasst gerne mal einen Kommentar da, was man noch verbessern könnte oder aber was ihr besonders interessant gefunden habt. Und genauso würde mich interessieren, ob ihr derselben Meinung seid wie ich, was die Gewölbe angeht. Ja, gut, dementsprechend würde ich jetzt sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Freut mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin geguckt hast. Wenn du das Schwert gefunden haben solltest, welches ich hier versteckt habe, dann schreib es gerne in die Kommentare und schick mir auf jeden Fall ein Beweisfoto bei Instagram, damit ich auch weiß, dass es 100%ig weg ist. Dann werde ich nämlich hier unter diesem Video ebenfalls einen Kommentar verfassen und das anpinnen, damit man nicht mehr unnötig loslaufen muss und es sucht, wenn keins mehr da ist. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, bis bald, Sefa, bis zum nächsten Mal und tschüss.